Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten mit dem Konflikt in der Westsahara, der über 45 Jahre andauert, auseinandergesetzt. Der Westsahara-Konflikt und seine Geschichte ist eine besondere Herausforderung. Man wird mit Begriffen, Werten, Normen, historischen, politischen und rechtlichen Zusammenhängen und Denkweisen konfrontiert, die nicht jedem vertraut sind. Unseren Schwerpunkt legen wir auf die separatistische Bewegung der Polisario. Strategie und Ideologie der Polisario werden kurz durchleuchtet. Insbesondere haben wir uns mit den Zuständen in den Lagern in der Nähe der algerischen Stadt Tindouf beschäftigt. Die Sahrawis sind der Willkür und Repressalien der Polisario völlig ausgesetzt. Täglich werden unter den Sahrawis Stimmen laut, die für ein Ende der Polisario-Diktatur eintreten. Diese Menschen wollen nicht mehr zur Geisel der Polisario gemacht werden. Den Bewohnern der Lager wird seitens der Polisario, aber auch seitens der algerischen Regierung die Reisefreiheit komplett verweigert. Die Polisario ist durch und durch korrupt. Ihre Führer unterschlagen internationale Hilfen, die für die armen und hilflosen Menschen in den Lagern vorgesehen waren. In Tindouf kam es zu einer schleichenden Zweiklassengesellschaft. Reformen wurden schlichtweg verschlafen. Die Kämpfe innerhalb der Polisario haben die Situation weitgehend unbeherrschbar gemacht. Spontane Erhebungen von jungen Sahrawis in den Lagern von Tindouf gegen die schreiende Ungerechtigkeit gehören in den letzten Jahren mittlerweile zum Alltag. Unglücklicherweise verschwindet Unrecht nicht von selbst. Sie muss von uns allen bekämpft werden. Dafür ist die Zeit jetzt reif. Die internationalen Hilfen kommen bei der Mehrheitsbevölkerung erst gar nicht an und werden vielmehr von den Funktionären der Polisario willkürlich verteilt. Wer dagegen protestiert, wird verhaftet. Zahlreiche Proteste wurden gewaltsam aufgelöst bzw. von vornherein im Keim erstickt. Menschen werden verhaftet und über mehrere Monate ohne richterliche Anhörung ins Gefängnis gesteckt. Hierzu gehören insbesondere Menschen, die nach Marokko überlaufen oder sonstige Anstrengungen unternehmen, um aus dem Lager zu fliehen. Die Polisario weist Züge auf, die völlig undemokratisch sind. So duldet sie neben sich keine andere Partei oder Organisation, die im Namen des Sahrawis auftreten. Ein Mehrparteiensystem ist nicht vorgesehen und existiert auch nicht. Die Polisario entspricht im Ergebnis dem System eines Einparteienstaates. In den letzten Jahren verflog der Glaube an eine bessere Zukunft innerhalb der Lager in Tindouf. Die Bevölkerung hat es satt, mit leeren Versprechungen hingehalten zu werden. Die neuen Generationen in den Lagern lassen sich von den alten Hinhaltetaktiken der Polisario nicht mehr beeindrucken. Und zwar muss die Diktatur der Polisario endlich zu Ende kommen. Es kann nicht sein, dass Menschen grundlos verhaftet werden, nicht aus den Lagern dürfen. Die Menschen müssen dort befreit werden und müssen auch die Möglichkeit haben, nach Marokko zurückzukehren. Diese Ungerechtigkeit können und sollten wir als Deutsche und Europäer nicht hinnehmen. Die Lage der Menschen ist verzweifelter denn je. Das undemokratische System der Polisario ist resistent gegen Reformen jeglicher Art. Diese kritischen Stimmen in den Lagern müssen daher unsere deutsche und europäische Unterstützung finden. Hierzu rufe ich alle auf und bedanke mich für die Unterstützung. Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Literatur in verschiedenen Sprachen. Eine aktuelle Literaturquelle in deutscher Sprache ist das Buch von Ezzedine Kerio mit dem Titel Westsahara-Konflikt – Autonomie als Sieg der Vernunft. In diesem Buch beleuchtet der deutsche Autor und Rechtsanwalt wissenschaftlich den Lösungsansatz der Autonomie. Den Link zum Buch haben wir für euch in der Beschreibung hinterlegt.